Heute tauchen wir ein in die Welt der Zahlen und erforschen, wie sie seit Jahrtausenden eine bedeutende Rolle in verschiedenen Kulturen und Zivilisationen spielen. Hast du gewusst, dass das Universum mit dir spricht? Wenn du wissen willst, was es mit der Numerologie, Synchronizität, Zwillings-, Spiegel- oder Lebenszahlen auf sich hat, bleib dran. Nummer 1. Die Numerologie. Die Ursprünge der Numerologie reichen weit zurück in die Antike. Bereits im alten Ägypten und Mesopotamien wurde die Bedeutung von Zahlen erkannt. In diesen Kulturen glaubte man, dass Zahlen eine spirituelle und mystische Kraft besitzen, die das Leben und Schicksal der Menschen beeinflussen können. Die Ägypter entwickelten das Konzept der heiligen Geometrie, bei dem Zahlen mit kosmischen Symbolen und Göttern verbunden wurden. Sie glaubten, dass die Zahlen den Schlüssel zur Harmonie des Universums darstellen und dass durch das Studium der Zahlen die Mysterien des Lebens enthüllt werden können. In den alten chinesischen Kulturen spielte die Numerologie ebenfalls eine wichtige Rolle. Die chinesische Numerologie basiert auf dem Prinzip des Yin und Yang sowie den 5 Elementen. Die Zahlen wurden als Schwingungen betrachtet, die das Gleichgewicht im Universum widerspiegeln. Chinesische Astrologen verwendeten Numerologie, um das Schicksal vorherzusagen und wichtige Entscheidungen zu treffen. Im Mittelalter entwickelte sich die Numerologie weiter und fand Eingang in die westliche Kultur. Die bekannteste Figur dieser Zeit war der griechische Philosoph Pythagoras. Er glaubte, dass Zahlen die Grundlage des Universums sind und dass sie in allen natürlichen Phänomenen vorhanden sind. Pythagoras entwickelte das Konzept der pythagorischen Numerologie, bei dem den Zahlen bestimmte Eigenschaften und Bedeutungen zugeordnet wurden. Die Kabbalah-Numerologie ist ein System der Zahlensymbolik, das auf der jüdischen mystischen Tradition der Kabbalah basiert. Es wird angenommen, dass Zahlen eine spirituelle Bedeutung und eine symbolische Kraft haben. Die Kabbalisten glauben, dass Zahlen die zugrunde liegende Struktur des Universums offenbaren und Einblicke in spirituelle Wahrheiten geben können. In der Kabbalah-Numerologie werden den hebräischen Buchstaben numerische Werte zugeordnet und durch die Berechnung und Analyse von Zahlen können Schlüsse auf spirituelle und kosmische Zusammenhänge gezogen werden. Es werden verschiedene numerologische Methoden verwendet, um Informationen zu gewinnen, darunter die Reduktion von Zahlen auf ihre Einzelziffern, die Berechnung von Geburts- oder Namenstotalen und die Analyse von Zahlensymbolen in heiligen Texten. Heute wird die Numerologie von vielen Menschen auf der ganzen Welt als Werkzeug zur Selbstreflexion und zur Erkundung des eigenen Lebensweges genutzt. Numerologie wird sowohl von spirituellen Suchenden als auch von Menschen genutzt, die nach einer Methode suchen, um ihr Leben besser zu verstehen und zu bewältigen. Durch die Berechnung von persönlichen Lebenszahlen wie dem Geburtsdatum und dem Geburtsnamen versucht man, tieferes Verständnis über die eigene Persönlichkeit, Fähigkeiten und Lebensziele zu erlangen. Nummer 2. Die Lebenszahl. Jeder Mensch hat eine Geburtszahl, unsere Lebenszahl. Sie besitzen eine höhere Ordnung und haben somit Einfluss auf unser Leben. Die Lebenszahl wird auch Geburtszahl oder auch Schicksalszahl genannt. Sie wird aus der Quersumme deines Geburtsdatums gebildet. Beispiel: Wenn du zum Beispiel am 1.12.1996 geboren bist und nein, es ist nicht mein Geburtstag, dann addierst du quasi die 0 plus 1 plus 1 plus 2 plus 1 plus 9 plus 9 plus 6. Da erhältst du dann 29. Da addierst du wieder 2 plus 9 gibt 11. Und da machst du das gleiche nochmal. 1 plus 1. Und da kommt dann deine Lebenszahl raus, die in diesem Fall 2 wäre. Für jede Zahl gibt es eine Affirmation. Diese findet ihr ganz normal über Google. Da gebt ihr eure Lebenszahl ein und euer errechneten Wert. In Europa ist es noch nicht so ganz bekannt, aber in Asien kennt fast jeder seine Geburtszahl.
und welchen Einfluss die Sterne auf unser Leben haben. Egal ob ein wichtiger Geschäftsdeal, Heirat oder andere wichtige Ereignisse, es wird auf die Sternenkonstellation geachtet und wenn nötig, wird auch mal der Termin verschoben. Man weiß, wie mächtig die Sterne wirken und man bindet dies fest in seinen Alltag ein. Hierzulande ist dieses alte Wissen leider fast ausgestorben und man belächelt dies eher als Aberglauben. Nummer 3. Die Synchronizität. Was bedeutet Synchronizität? Wenn man in der Lage ist, Synchronizitäten zu erkennen und zu dekodieren, wird man feststellen, dass man in einer wahrlich magischen Welt lebt. Der Psychoanalytiker Carl Gustav Jung prägte den Begriff Synchronizität. Dabei handelt es sich um ein Ereignis, was sich zunächst im Inneren des Menschen abspielt und danach in der äußeren physischen Realität auftritt bzw. dort Bestätigung erhält. Einfach ausgedrückt, es findet eine Art Spiegelung der Innenwelt in die Außenwelt statt. Die Vision im Geist wird zu einem äußeren physischen Ereignis. Synchronizitäten, Beispiele aus dem Alltag. Du denkst gerade an deine Mutter, das wäre die Innenwelt, und bekommst kurze Zeit später eine Nachricht von ihr. Das wäre dann die Außenwelt. Du betest zu Gott oder bestimmten Engeln und bittest um Zeichen. Das wäre die Innenwelt. Ein paar Tage später verfolgt uns ein Schmetterling bei einem Spaziergang und landet mehrfach auf dir. Das wäre die Außenwelt. Der Schmetterling könnte hierbei ein Zeichen und Symbol für eine kommende Transformation sein. Synchronizitäten sind voller Zeichen und Symbole und haben eine tiefere Bedeutung. Bedeutung von Synchronizitäten. Synchronizitäten vermitteln Botschaften. Jede Synchronizität hat eine bestimmte Bedeutung. Oft treten sie in bestimmten Lebenssituationen als unterstützende Zeichen von oben auf. Es können Antworten auf Fragen sein, welche man aktuell im Unterbewusstsein hält. Ebenso können es Bestätigungen sein, dass man beim eingeschlagenen Lebensweg bleiben soll oder dass die vor kurzem getroffene Entscheidung richtig war. Die Entschlüsselung müssen wir selbst übernehmen, denn die jeweilige Synchronizität hat oft Bezug auf unsere aktuellen Lebenssituation oder einer bestimmten Entscheidung. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Bedeutung von Synchronizitäten positiv, bestätigend, motivierend und aufbauend sind. Es gibt aber auch Synchronizitäten, welche als sanfte und lehrreiche Lektion bezeichnet werden kann. Synchronizitäten sind Hilfestellung aus der spirituellen Welt. Synchronizitäten erkennen und wahrnehmen. Zitat von Carl Jung: Bis du dem Unbewussten bewusst wirst, wird es dein Leben steuern und du wirst es Schicksal nennen. Das Konzept der Synchronizität von Carl Jung ist einfach nur eine Beschreibung des schöpferischen Mechanismus dieser Realität. Alles, worauf wir uns verstärkt fokussieren und was wir in unserer Vorstellungskraft halten, wird in die Realität manifestiert. Und auf dem Weg dahin werden uns als Unterstützung Zeichen gegeben. Leider nehmen viele Menschen Synchronizitäten nicht wahr und können sich nicht vorstellen, dass dahinter eine Bedeutung stehen könnte. Nur wenn wir zu einem bewussten Beobachter unseres Alltags werden, können wir Synchronizitäten besser wahrnehmen und erkennen. Nummer 4. Die Zwillingszahlen. Was hat es eigentlich mit Doppelzahlen auf sich? Was bedeutet es, wenn du auf dein Handy schaust und immer wieder Doppelzahlen erblickst? Zum Beispiel 11:11 Uhr, 13:13 Uhr, 22:22 Uhr. Diese Zahlen nennt man Zwillingszahlen. Sie spiegeln das Gleichgewicht zwischen spirituellem und materiellem Gleichgewicht. Meist siehst du die Zahlen, wenn du nicht ausgeglichen bist. Stelle dir die Frage, was in deinem Leben nicht ausgeglichen ist. Es gibt Theorien dazu, dass die geistige Welt mit dir kommunizieren möchte und dich so auf eine Botschaft aufmerksam macht oder auf ein spezielles Thema aufmerksam machen möchte. Nummer 5. Die Spiegelzahlen. Siehst du jedoch Spiegelzahlen, so wie 12:21 Uhr, dann kann das eine Aufforderung vom Universum sein, die Zusammenhänge zwischen Inneren und Äußeren zu erkennen. Oft sucht man die Lösung im Äußeren, aber wenn du Spiegeluhrzahlen siehst,
ist das eine Aufforderung vom Universum, einmal im Inneren nachzusehen. Jede Veränderung beginnt im Inneren und wenn wir unser Inneres ändern, wird es sich auch im Äußeren ändern. Das Universum spiegelt dir quasi ständig etwas. Die Kunst ist es, die Zeichen, die wir erhalten, bewusst wahrzunehmen. Du kannst das Universum jederzeit nach Rat fragen. Du wirst Antworten in Form von Botschaften bekommen. Dies bedingt jedoch etwas Übung, diese auf der bewussten Ebene wahrzunehmen. Es gibt Zeiten, in denen man das Gefühl hat, dass nicht so richtig gelingen mag. Ein jeder von uns kennt dieses Gefühl. Dann ist es wichtig, in welcher Haltung du die Dinge betrachtest. Wenn du im Vertrauen bleibst und dich bedankst, dass dir diese Tür förmlich verschlossen bleibt, bleibe im Vertrauen, dass das Universum dir zeigt, dass dieser Weg nicht der richtige für dich ist und dass eine bessere Lösung auf dich wartet. So kommuniziert das Universum die ganze Zeit mit dir und mit ein wenig Übung, Vertrauen und Zuversicht wird es dir bald Spaß machen, die Zeichen zu deuten. Manchmal dauert es ein wenig, bis man versteht, warum diese eine Tür damals verschlossen war. Aber im Rückblick wird einem dann klar, dass es gut war, denn nur so konnte die bessere Türe aufgehen. Bleib im Vertrauen. Das Universum will dir nichts Schlechtes. Im Gegenteil. Wenn du die richtige Haltung im Leben einnimmst, hat das Universum Großartiges für dich parat. Mit ein wenig Übung, Manifestation und Bewusstsein wird dein Leben leichter. Und mit deiner Lebenszahl kennst du nun die Schwachstelle in deinem Leben. Du kommst somit bewusst und durch Affirmationen einfacher ins Handeln und kannst Dinge bewusst ändern. Zum Schluss habe ich noch eine kleine Affirmation für dich. Ich bin ein Magnet. Ich ziehe nur Fülle, Erfolg und Gesundheit an. Ich bin immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Du kannst dir einsetzen, was immer dir beliebt. Hat das Universum dir schon Botschaften geschickt? Schreibt mir gerne eure Erfahrungen in die Kommentare. Jeder Kommentar erhält wie immer ein Herz. Dankeschön fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Ausprobieren und vergiss nie, du bist geliebt. Ach ja, und damit wir so vielen Menschen wie möglich angezeigt werden, brauche ich eure Unterstützung. Jeder Kommentar, jeder Daumen nach oben und jedes Abo zählt. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.